Olivia. Nee, sorry, tut mir leid. Nein. Also, ich hatte ja keine Ahnung. Also, du hast dir nie was anmerken lassen, Ja, oder? zumindest nicht vor dir. Ich habe immer gedacht, du wärst so tough und kämst irgendwie mit einem klar. Nein, ich hatte Angst. Gott, ich hatte so eine Angst, dass unsere Familie einfach auseinandergerissen wird. Ich benehme mich wie ein Depp und denke nur an mich. Hey, ist in Ordnung. Es tut mir leid, weißt du, du wolltest unabhängig sein. Und das ist so in Ordnung. Na, aber du hast so viel für uns geopfert. Aber Nein. ich hab das so gerne gemacht, Elias. Ich wollte einfach, dass wir 3 zusammenbleiben können. Du, es tut mir echt leid, was ich gerade... Nein, es tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. Alles okay. Okay? Nein, ist es nicht. Nein, es ist nicht okay. Du solltest hier am Fürstenhof bleiben. Bist du dir da wirklich sicher? Ja, absolut, ja. Hey, also wenn wir nicht zusammenhalten, wer dann? Sorry. Und ready fürs Torwarttraining? Eigentlich schon, ja. Was heißt eigentlich? Tut die Schulter noch ein bisschen weh? Nee, alles gut, aber... Ich meine, sonst müsste ich ja die Armschlinge tragen. Machst du dir ein bisschen Sorgen wegen der Mannschaft? Ich hoffe einfach, dass das neulich nur ein Ausrutscher war. Dass das nicht wirklich solche Idioten sind wie in Australien. Das war ziemlich übel für dich, oder? Erst war's mega. Ich meine, wir haben uns gut verstanden, bis ich mich dann in Chris verliebt habe. Als das die Runde gemacht hat, wurde ich plötzlich behandelt wie ein anderer Mensch. Gab's irgendjemanden von den Jungs, der sich für dich eingesetzt hat? Nee. Die nicht mitgelästert haben, haben einfach nur geschwiegen. Ey, das ist so bescheuert. Wir leben im 21. Jahrhundert. Warum gibt's immer noch Menschen, gerade im Fußball, die ein Problem damit haben, wenn ein Mann auf den anderen steht? Toxische Maskulinität? Ja, aber im Frauenfußball ist es ja auch anders. Ja. Aber wie lange hat das gebraucht, bis es akzeptiert wurde? Stimmt. Gibt's nicht einen australischen Profi, der sich vor einer Weile geoutet hat? Cavallo, ja. Ja. Als ich das gehört habe, hat mir das auch Mut gemacht, aber... Ich bilde mir ein, die Reaktionen, die waren eigentlich überwiegend positiv. Ja, aber nicht von den Hardcore-Fans. Also nicht von denen, die ins Stadion gehen. Ich meine, versuch dich mal auf ein Spiel zu konzentrieren, wenn du die ganze Zeit ausgebuht und beschimpft wirst. Das ist so dumm, ne? Ich meine, was sagt die Sexualität über deine Leistung aus? Eben. Naja, und ich habe mir den Spaß jetzt lange genug nehmen lassen. Ich zieh das jetzt durch und alles andere ist egal. Finde ich gut. Machst du richtig. Bis später. Bis später. Schlüssel. Ja, schön. Oh. So unbesiegbar bist du wohl doch nicht. Ja, einer von 50 darf doch mal reingehen, oder? Ja, ja. Dein Ernst? Sorry, meine Freundin. Ja, Schatz, ich bin gerade beim Training. Okay. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich dachte, als Kapitän sollte man immer mit gutem Beispiel vorangehen. Meine Freundin ist gerade mit dem Auto liegen geblieben. Ich muss leider sofort los. Mega. Wir holen das Training nach, versprochen. Hey, Selber, hey. stehst du schon lange da? Lang genug, um zu sehen, dass du es echt drauf hast.
Also ich bin zwar nicht der Mannschaftskapitän, aber wenn du willst, kann ich dir auch ein paar Bälle schießen. Das ist nett gemeint, aber... Traust mir nicht zu. Ich habe früher jahrelang im Verein gespielt. Ach echt? Ja. Sie haben mich in meinem alten Verein in Hamburg immer den Netzzerfetzer genannt. Den Netzzerfetzer? Na, wart's nur ab. Dann lass mal sehen. Aber an sich kein schlechter Schuss. Ja. Trotzdem hältst du alle, so wie die letzten 10. Ja, versuch mich doch mal auszudribbeln, so dass ich rauskommen muss. Okay, ja? Okay? Ey, sorry, alles okay? Ja, natürlich. Aber eigentlich gibt das ja einen Elfmeter, ne? Meinetwegen. Willst du unbedingt ein Tor schießen, was? Klar. Okay, dann lass mal sehen. Krass, ey, du bist wie eine Wand. Ja, und du bist ein krasser Netzzerfetzer. Die besten Spieler haben auch schon Elfmeter versemmelt. Lewandowski zum Beispiel, bei der letzten WM. Das schmerzt du. Nee, alles gut, aber ich würde für heute trotzdem Schluss machen. Du bist der Boss. Hast du Lust, noch was trinken zu gehen? Kaffee Liebling. Kann ich dir noch ein paar Tipps geben? Du mir. Klar? Gern. Du bist wirklich okay damit, dass deine Schwester jetzt hier als Zimmermädchen arbeitet? Naja, sie ist meine Schwester. Naja, aber du wolltest hier eigentlich dein eigenes Ding machen, oder? Kann ich trotzdem. Wir hätten ja nicht 24/7 aufeinander hängen. Und irgendwie ist es auch ganz schön, dass sie in der Nähe ist. Also ich fand deine Schwester ja schon damals cool. Also als sie in dem Hotel meiner Eltern gearbeitet hat. Ist sie auch. Meistens jedenfalls. Keine Ahnung, sie war irgendwie so erwachsen, so tough. Das könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Trotzdem kann sie manchmal echt ziemlich nerven. Familie halt. Wie ist mit deiner Tante? Nervt die noch? Seitdem wir uns einmal heftig gestritten haben, lässt sie mich eigentlich in Ruhe. Also sie kocht und so, aber ich hoffe mal, dass sie sich jetzt aus meinen persönlichen Angelegenheiten raushält. Ist es wirklich so schlimm? Eigentlich ist Tante Irmi ja ganz okay, aber ich glaube, sie hat das Gefühl, meine Mutter ersetzen zu müssen. Und ich meine, da die mir auch ein bisschen Druck gemacht hat, seit ich hier wohne. Also? Eigene Bude. Das wäre vielleicht das Ziel, ja. Aber dafür brauche ich Kohle. Deswegen arbeite ich ja. Ach, übrigens, ich muss leider langsam los. Gut, ich mach das schon. Quatsch. Ohne dich hätte ich doch gar nicht trainieren können. Ich würde gern für uns 2 zahlen. 8,80 bitte. 80. Stimmt so, danke. Danke. Hey! Hey, Na, alles klar? ja, bei dir? Läuft das Auto deiner Freundin wieder? Ja. Sorry nochmal wegen vorhin. Alles okay. Du, ich muss los, ja? Wir sehen Alles uns. klar. Ciao, ciao. Hey, Hi. ich hätte gern dieses Landbrot, bitte. Alles klar. Selbst schuld. Der Orthopäde hat dir mit Sicherheit geraten, nicht gleich mit Volldampf loszulegen. Hast du im Training gar nicht gemerkt? Ja, das nennt man Adrenalinausstoß. Hat's wenigstens Spaß gemacht? Es war mega. Als ich wieder am Tor stand, wusste ich sofort, warum ich Fußball so liebe. Und deine Mannschaft? Wie ist die so? Hast du dich mit jemandem angefreundet? Die waren heute gar nicht da. Ich habe nur mit Ben trainiert, unserem Kapitän. Aber der war auch nach 10 Minuten weg. Moment, du hast nur 10 Minuten trainiert und hast schon solche Schmerzen? Entspann dich. Elias ist zufälligerweise vorbeigekommen und wir haben dann weitergemacht. Der Arme, der hatte sicherlich keine Chance gegen dich. Ja, sagen wir mal so, er hat sein Bestes gegeben. Ja, der hat kein einziges Tor reinbekommen. Er hat es zumindest versucht. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal.
Eher nicht. Das war ja auch nur so gesagt. Ich weiß, du hast mit dem Mannschaftstraining jetzt viel zu tun. So, ich glaube, das sollte reichen. Ich würde jetzt bei der Arbeit langsam angehen und deine Schulter schonen. Danke. Hey! Frau Sonnenbichler ist auch einverstanden. Ich kann heute noch einziehen. Ist gut. Okay, ich dachte jetzt, du machst jetzt einen Freudentanz oder so. Ich verstehe total, du brauchst deinen eigenen Raum. Und deswegen dachte ich, es ist eine gute Idee, wenn wir beide nicht im Fürstenhof wohnen. Nee, ist gut. Was ist denn los bei dir? Ich ärgere mich Ja, und über was? über Leo. Ah, Katja Saschs Sohn, oder? Wir haben vorhin zusammen gekickt auf dem Fußballfeld. Okay. Und dann sind wir ins Liebling und es war total cool. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und warum ärgerst du dich jetzt? Ist ein Mannschaftskapitän reingekommen und plötzlich war ich Luft für ihn. Er hat noch nicht mal Tschüss gesagt, er ist einfach gegangen. Hey, sprich doch mit ihm. Ich weiß aus eigener Erfahrung, die Menschen reagieren manchmal anders, als man denkt, wenn man ganz ehrlich miteinander spricht. Ja? Hey, willst du trainieren? Was soll ich denn sonst machen im Fitnessraum? Brauchst du vielleicht einen Trainingspartner? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich auf der Bank liege, Gewichte stemme, plötzlich haust du wieder ab. Ich war spät dran und musste zur Arbeit. Ja? Deins Tschüss war nicht mehr drin, zeitlich? Ja, das war doof, sorry. Das war's? Ja, mehr als entschuldigen kann ich mich nicht, oder? Weißt du, was ich glaube? Es ist offensichtlich, dass ich Luft für dich war, sobald dieser Ben aus deiner Mannschaft ins Liebling gekommen ist. Quatsch, warum sollte es? Weil du ein Problem damit hast, dass ich schwul bin. Was? Ja. Deswegen willst du ja auch nicht, dass die Jungs aus deiner Mannschaft uns zusammen sehen, richtig? Wenn du ein Problem damit hast, dass ich auf Typen stehe, sag's gleich. Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Mir ist das egal, auf wen du stehst. Ob schwul oder hetero oder sonst was. Warum bist du denn geflüchtet aus dem Liebling? Keine Ahnung, ich dachte vielleicht, das läuft in eine falsche Richtung. Hey, was meinst du damit? Ich bin halt nicht schwul, okay? Okay? Warum erzählst du mir das? Damit du dir keine falsche Hoffnung machst. Echt jetzt? Nur weil ich schwul bin, heißt es nicht, dass ich gleich mit jedem Typen ins Bett will. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Ja, du sagst jetzt am besten gar nichts mehr. Hey, Hey, willst du einen Smoothie? Das Ding scheint wieder zu funktionieren. nee, danke. Du kannst es auch nicht lassen, was? Du bist echt fies, die Zähne an der Flasche auszuschlagen. Das ist auch fies, wenn man beim Elfmeter den Ball ins Gesicht bekommt. Wie war das Training? Ganz gut. Klamotten sind gewaschen? Danke. Elias ist für Ben eingesprungen, weil der keine Zeit mehr hatte und eigentlich war es cool, aber ich hab's vergeigt. Und jetzt denkt Elias, dass ich nicht damit klarkomme, dass er schwul ist. Wir waren noch was trinken. Und eigentlich war es entspannt, aber dann ist Ben plötzlich gekommen und er weiß halt, dass Elias schwul ist. Ja. Und jetzt hast du Schiss, dass Ben denkt, dass du schwul bist. Und deswegen bin ich einfach weg. Ich meine, ohne Elias Tschüss zu sagen. Autsch.
bin ich genauso ein Idiot wie die in Australien. Manchmal hilft eine Erklärung oder eine Entschuldigung. Zumindest, wenn dir etwas an der Freundschaft liegt. Ja, aber wenn wir nur befreundet sind, dann fällt das ja auch irgendwie auf mich zurück. Dann werde ich genauso gemobbt wie im College-Team. Aber vielleicht ticken die Jungs hier anders. Schwul sein, hin oder her. Und Elias gehört doch gar nicht zur Mannschaft. Trotzdem. Ach, es ist einfach kompliziert. Hör mal, ich habe ja auch nicht für jedes Problem immer eine Lösung. Aber jetzt habe ich vielleicht was dich auf andere Gedanken bringt. Dana Saalfeld hat uns zum Essen eingeladen. Und er hat eine Überraschung für dich. Das klingt doch ganz gut, oder? Muss ich mir eigentlich Sorgen um dich machen? Du plapperst normalerweise wie ein Wasserfall. Ist alles gut bei dir? War schon mal besser. Was ist los? Warum glaubt jeder Typ, mit dem ich mich gut verstehe, dass ich unbedingt mit ihm ins Bett will? Naja, du gehst sehr offen mit deiner Homosexualität um. Was selbstverständlich ist, aber es könnte sein, dass das den einen oder anderen ein bisschen einschüchtert. Was ist passiert? Ich habe vorhin mit Leo trainiert. Du spielst Fußball? Früher mal. Ich bin für Ben beim Torwarttraining eingesprungen. Okay. Ja, und dann sind wir ins Café Liebling und das war eigentlich auch total schön. Aber dann ist Ben reingekommen und plötzlich war Leo weg, ohne Tschüss zu sagen. Hat Leo vielleicht einfach keinen Bock auf Ben? Ich glaube, Leo wollte nicht mit einem Schwulen gesehen werden. Glaubst du? Glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Ich habe Leo auf jeden Fall vorhin gefragt, ob er ein Problem mit Schwulen hat. Und? Er hat's verneint. Und dann hat er gesagt, ich soll mir keine falschen Hoffnungen machen. Lächerlich, das spinnt doch, ey. Du kennst Leo besser, was soll der Mist? Also, ich kenne ihn jetzt auch noch nicht so lange. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Leo hat zu 100% kein Problem mit Homosexuellen. Ist auch egal. Ich check mal drüben den Zaun. Wie war denn dein Torwarttraining? Es war mega. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit noch weiter trainieren können, aber Sie mussten aufhören. Ah, das wird nicht oft passieren. Glöckli ist ehrgeizig. Er will unbedingt aufsteigen. ich hoffe, dabei kann ich helfen. Das wirst du. Ich werde dich bei jedem Spiel begleiten. Mit Fanschal. Das ist mein Stichwort. Na, für dich. Für mich? Ja. Danke. Ah, Dein neues Torwarttrikot. mit Fürstenhof-Werbung? Ja. Wir sind offiziell euer neuer Sponsor. Morgen Mittag ist Fototermin mit der gesamten Mannschaft in den neuen Trikots. Also, wie findest du es? Richtig cool, danke. Totschick. So sehen Sieger aus. Ich kann dir gar nicht oft genug danken. Du hast den Golfplatz gerettet. Und dank dir hat Blau-Weiß Bichelein berechtigte Chancen aufzusteigen. Ich hoffe doch. Ja, dann siehst du aus wie ein Weltmeister. Danke, aber so aussehen wie einer und einer sein ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied, oder? Ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Und nicht nur ich. Du wirst sie vor Verehrern kaum retten können. Ach so, ich habe im Moment nur Fußball im Kopf, aber danke. Ach komm, Junge, ich weiß doch, wie das so ist. Also, wie heißt sie? Wer ist wer? Na, deine Freundin. Du hast doch sicher eine Freundin in Australien. Ach so,
Ja klar, aber es ist im Moment ein bisschen kompliziert. Es ist nicht immer kompliziert mit den Frauen. Jetzt hör doch mal auf, ihn unter Druck zu setzen. Mein Gott, normal. Ich bin doch nur ein bisschen neugierig. Ist das so schlimm? Ich habe jetzt mal eine ganz neugierige Frage. Hättest du eigentlich einen Job für mich? Du, ich bin mit Bügeln und Wäschefalten und so absolut unterfordert. Ja, wir bräuchten eine neue Hausdame, aber da gleich was Festes. Tante Irmi kann übrigens auch richtig gut Mixer reparieren. Kann sie das? Naja, unser Haustechniker jammert, dass er völlig überfordert ist. Wenn du ihm etwas unter die Arme greifen könntest. Ja, da greife ich gerne zu. Also, Junge, du sag schon. Wie heißt sie? Sheila. Sie heißt Sheila. Na bitte. Mehr wollte ich gar nicht wissen. So, ihr entschuldigt mich. Danke. Und? Warum hast du das jetzt gesagt? Ach, weil ich keinen Bock auf diese Fragen habe. Hast du eine Freundin? Nein, wieso nicht? Du bist doch so süß. Und ich brauchte eh noch eine Ausrede fürs Team. Ist doch perfekt. Ich habe eine Freundin in Australien, sie ist nie hier. Kein Problem. Und? Lügen haben oft ganz kurze Beine. Ja, hast du eine bessere Idee? Werner will mir übrigens ein riesiges Fresspaket für dich mitgeben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt tragen kann. Ich komme auch mit. Leo, komm, hast du gehört? Mhm. Okay. Du, wir frühstücken erstmal, ja? Alles klar. Bis dann, wir vermissen dich. Gute Besserung, Mama. Ciao. Elias war ja gestern auf Arbeit nicht so gut drauf. Dann weißt du ja schon alles. Aber du hast ihm nicht erzählt, dass ich... Hab ich nicht. Aber willst du es ihm nicht erzählen? Das würde vieles leichter machen. Vergiss es. Er würde besser verstehen, warum du dich gestern Lass es einfach, Vincent, okay? Elias ist jetzt nicht der Typ, der das einfach so überall rumposaunt. Ja, und wenn es doch passiert, dann weiß es das Team, genauso wie im College. Nein, danke. Verstehe ich. Aber Elias aus Angst vor Gerüchten zu unterstellen, dass er auf dich steht, ist jetzt auch nicht so cool, oder? Ja, das war bescheuert. Ja. Wenn dir was an ihm liegt, Leo, wäre eine Entschuldigung fällig, oder? Können wir jetzt frühstücken? Hey. Sorry wegen gestern. Ich wollte dir nichts unterstellen. Lass mal sein. Standst du noch nie auf einen Hetero? Doch, klar. Na also. Wenn ich auf dich stehen würde, hättest du das schon mitbekommen. Glaub mir. Ich bin für klare Ansagen und mag keine Spielchen. Bleiben wir trotzdem Freunde? Ich glaube nicht, dass wir das hier waren. Hey. Hey! Oh, sorry. Ach, komm, ist doch wurscht. Komm, setz dich mal. Setz dich mal. Komm mal her. Hast du mit Elias gesprochen? Ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir nur Freunde sein können und er hat mich abblitzen lassen. Vielleicht glaubt er immer noch, dass du ein Problem mit ihm hast. Ja, vielleicht ist er auch einfach nur ultra empfindlich. Vielleicht ist er einfach noch verletzt. Das müsstest du doch am besten verstehen. Warum? Weil wir die gleichen Vibes haben, oder wie? Nein. Nach allem, was du durchgemacht hast in Australien. Ja, ich wollte ihn ja auch nicht verletzen, okay? Vielleicht sagst du ihm genau das. Ich rede nicht mehr mit dem. Ich meine, er hat ja recht, wir müssen ja keine Freunde sein. Aber wenn du... Nein. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Doch.
Vielleicht denkst du ja noch mal drüber nach und vielleicht outest du dich ja sogar. Sowas? Okay. So ähnlich. Nicht solange ich im Team bin. Mann, ich krieg das wieder hin, okay? Du bist erwachsen. Und du sagst es nicht Mama, ja? Sie soll sich schonen. Ja, aber... Also, wenn du Hilfe brauchst... Brauche ich nicht. Wir müssen deine Mutter schonen. Deswegen müssen wir beide das zusammen hinkriegen, okay? Ja, okay. Soll ich uns noch einen Kaffee kochen? Ja. Sehr gut. Hallo, Herr Sonnenbichler. Hallo. Ah, hallo. Haben schon Sehnsucht nach Ihrer Schwester. Na ja. Ich will mal schauen, wie es hier so gefällt. Sehr, sehr gut. Danke nochmal an Ihre Frau und Sie, dass ich bei Ihnen wohnen darf. Aber gerne. Ich hoffe, Sie fühlen sich wie zu Hause. Ja. Ist das Ihre Familie? Ja. Kinder, Enkelkinder. Leider verstreut in alle Himmelsrichtungen. Aber die Hildegard und ich besuchen Sie so oft es geht. Familie ist das Wichtigste. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Dankeschön. Ich denke mir, wenn man die Eltern verliert, das schweißt Geschwister noch mehr zusammen, oder? Ich habe Herr Sonnenbichler gesagt, dass wir normalerweise unzertrennlich sind. Ja, aber wir sind ja auch keine Kinder mehr. Dann darf ich vielleicht fragen, ob die Suche nach Ihrem Vater nie irgendwas ergeben hat. Naja, wir wissen ja auch gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Also, die Polizei hat Ewigkeiten nach ihm gesucht. Ohne Erfolg. Ja gut, aber heute gibt es natürlich auch noch andere Wege. Internet, soziale Medien und im Notfall vielleicht sogar einen Detektiv. Wir haben das uns natürlich auch schon überlegt, aber das ist einfach zu teuer. Außerdem, was bringt es, wenn er vielleicht gar nicht gefunden werden will? Wolltest du nicht eigentlich einen Kaffee machen? Ich muss eigentlich noch einkaufen gehen. Fällt mir gerade ein. Ja. Ja. Ja, dann habe ich wohl einen schlechten Zeitpunkt erwischt, um meine Schwester zu besuchen. Schaut so aus. Beim nächsten Mal dann. Ja, ich komme einfach mit dir raus und hole noch meine Jacke. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kommen Sie gern wieder vorbei. Ja, war mir eine Ehre. Bis später. Später. Noch ein bisschen zusammen. Herr Kobi. Ja, was machen Sie denn hier? Ich war beim Bauern, hab Futter für die Pferde bestellt. So, und jetzt noch ein paar Action-Shots. Zeig mir mal was. Wie gefallen Ihnen denn die neuen Trikots? Tolle Farbe, nicht wahr? Bringt das Logo so richtig gut zur Geltung. Sie meinen das Hotellogo? Was meinen Sie denn sonst? Jetzt müssen die Jungs nur noch aufsteigen. Dann sponsert der Fürstenhof auch das Nationalteam. Ich muss leider los. So, kommt mal her. Schaut mal. Ja, sehr gut. Hey, was machst du denn hier? Ich muss noch zum Gestüter. Warten Sie auf mich. Bis dann, Herr Saalfeld. Ja, schönen Tag noch. Moin, Elias. Moin, Frau Beckendorf. Jetzt sagen Sie aber nicht, mein Gott, bin ich groß geworden. Wär's ja lieber, wenn du klein geblieben wärst. Der Chef ist leider weg. Eine schwierige Lämmergeburt. Ist ja auch ganz schön nervenaufreibend, ne? So zwei anstrengende Jobs zusammen. Kaum macht man Pläne, kommt ein verletztes Reh dazwischen oder steckt ein Kälbchen quer. Ja, kann Katja auch ein Lied von singen. Hat Leo schon mit Ihnen gesprochen? Worüber? Ach, nicht so wichtig. Den Sattel kannst du ruhig drauf lassen. Ja? Kann selber ausreiten. In Hamburg haben die Pferde auch 4 Beine. Wirklich? Nicht, dass du glaubst, dass ich ein Greenhorn bin. Auf gar keinen Fall. Aber Sie kennen die Gegend hier ja gar nicht. In einer halben Stunde kann ich mitkommen. Oh, das würde mich freuen.
Aber da muss Kronos so lange herumstehen. Ach, Kronos ist eigentlich ein ganz geduldiger. Dann kommen wir ja gut miteinander klar. Und falls wir uns doch hier in dieser Prärie vergaloppieren, mein Handy hat ja ein Navi. Okay. Dann mal tau. Okay. Hey, kann man dir helfen? Passt schon. Hey Leo, freut mich auch dich zu sehen. Okay, was willst du? Nur fragen, warum du vorhin beim Fußballplatz warst. Was dagegen? Okay. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und weißt du, mein Rolls-Royce, der ist ja gerade leider kaputt. Muss ich halt zu Fuß und dann bin ich halt zufällig an eurem Fußballplatz da vorbei. Zufällig? Hast mich erwischt. Ja, ich wollte ganz heimlich Fotos von dir machen in einem süßen neuen Trikot. Typisch, war ja klar. Ja, blöde Frage, blöde Antwort. Naja, hätte ja sein können, dass du, was weiß ich, noch mal mit mir reden willst. Hätte. Ist aber nicht so. Ich wusste nicht, dass du so empfindlich bist. Was verstehst du eigentlich nicht? Wir werden keine Freunde mehr. Warum bist du so nachtragend? Ich meine, wie soll das denn sein, wenn dich jemand mal wirklich beleidigt? Jungs, da kam gerade eben ein Pferd zurück. Mit Sattelzeug, aber ohne Reiter. Nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Okay, ich komme. Frau Beckendorf! Ermi! Ich versuch's noch mal. Frau Beckendorf! Ermi! Und? Mann, nur die Mailbox. Ja, ich meine, vielleicht ist sie nur kurz abgestiegen und Kronos hat sich losgerissen. Glaubst du doch selber nicht. Und warum hast du überhaupt erlaubt, alleine loszureiten? Dass sie gesagt hat, dass sie eine gute Reiterin ist. Ja, dann hättest du mitgehen müssen. Ja, ich musste arbeiten und dann sie kann wollte deine nicht blöde sagen. Arbeit doch einfach mal warten. Da war irgendwas. Frau Beckendorf! Frau Beckendorf! Verdammt, ich glaube, es war nur ein Tier. Okay, sollen wir streiten oder sie suchen? Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ich gehe da lang und du suchst da in die Richtung. Okay, ich hol Hilfe. Gute Idee. Leo, wir werden sie finden. Bestimmt. Frau Beckendorf! Frau Beckendorf! Frau Beckendorf! Frau Beckendorf! Können Sie mich hören, Frau Beckendorf? Frau Beckendorf? Ich muss das Frau Beckendorf wieder ausreden. Und wie? Naja, wir sagen ihr, wir wollen unseren Vater nicht mehr suchen. Weil? Ja, weil die Ungewissheit weniger schmerzhaft ist als die Wahrheit. Nein, sonst wird sie erst recht misstrauisch. Ja, und was ist dein Plan? Daneben stehen und zusehen, wie diese Detektivin in unserer Vergangenheit herumwühlt? Wir haben keine Wahl. Sonst machen wir uns verdächtig. Und wenn sie irgendwie die Leiche findet? Das wird sie nicht. Das kann sie gar nicht. Außer uns weiß keiner, dass es eine gibt. Was ist, wenn wir etwas übersehen haben? Das haben wir nicht. Und wenn doch? Elias? Hey. Ich verstehe, dass du Angst hast. Die habe ich auch. Aber wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Also gut. Wenn die Detektivin uns fragt, was sagen wir? Dasselbe wie damals der Polizei auch. Sie wird eine Weile nach ihm suchen, aber am Ende wird sie unseren Vater auch nicht finden. Dann spielen wir wieder die enttäuschten Kinder. Du und ich. Wir haben gemeinsam so viel durchgemacht. Wir schaffen das.
Was machst du denn hier? Nur sehen, was du so treibst. Arbeiten bis sonst? Warum bist du wirklich da? Ich wollte einfach nur schauen, was du machst. Und mich vergewissern, dass es dir gut geht. Warum? Seitdem ich weiß, dass diese Detektivin in unserem Leben rumwurstelt, ich habe immer wieder Albträume. Olivia, setz dich. Du hast doch selbst gesagt, dass wir uns nicht verrückt machen lassen dürfen. Ja, ich weiß, aber irgendwie kommt einfach jetzt alles hoch. Keine Angst, ja? Es wird alles gut. Ich bin für dich da. Das ist eigentlich mein Satz. Darf sich der kleine Bruder mal nichts von der großen Schwester abgucken? Doch. Du musst nicht immer die Starke spielen. Wenn es dir schlecht geht, will ich das wissen. Ich weiß. Es ist schon wieder okay. Alles gut. Weißt du, ich glaube, ich gehe jetzt arbeiten und du solltest dasselbe machen. Olivia? Hm? Wenn was ist, du weißt. Ja, ich weiß. Du auch. Okay, runter. 1, 2 und 3 und noch eine und dann unten halten. Okay, und halten. Halten und langsam hoch. Okay, das war's. Super. Gut war's, danke dir. Immer wieder gerne. Hey, Leo. Hey. Lala hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Können wir kurz reden? Klar. Wenn du schon mal hier bist. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich mache mir Sorgen um Olivia. Seitdem Frau Beckendorf diese Detektivin engagiert hat. Warte mal, was denn für eine Detektivin? Okay, du weißt davon gar nichts. Deine Tante will uns helfen, unseren Vater zu finden. Das ist doch eine gute Idee. Theoretisch ja, aber wir haben das alles schon durchgemacht, jahrelang. Also das Suchen, das Hoffen und am Ende die Enttäuschung. Vielleicht habt ihr jetzt mehr Glück. Ja, und wenn nicht? Leo, wir hatten uns schon längst damit abgefunden, unseren Vater nie wiederzusehen. Jetzt kommt das alles wieder hoch. Und das willst du Olivia nicht zumuten. Sie schafft das nicht nochmal. Es tut mir leid. Ich glaube, meine Tante wollte sich so einfach nochmal bei dir bedanken. Ich will nicht undankbar sein, aber Kinogutschein oder so hätte es ja auch getan. Ich rede mit dir, okay? Also, sie soll jetzt nicht denken, dass wir ihr Geschenk nicht wertschätzen. Das ist, Ich mach das, keine Sorge. Danke. Du hast was gut bei mir. Echt? Ich komme noch zurück. Hey. Hey. Moin, Leo. Du, das sind übrigens noch Frikadellen im Eisschrank. Und die sind sowas von lecker. Danke, aber ich hatte gerade einen Proteinshake. Da können meine Frikadellen natürlich nicht mithalten. Ich nehme die nachher mit zu Katja ins Krankenhaus. Du Emil, Elias hat mir gesagt, du hättest eine Detektivin engagiert. Ist ja eigentlich nett gemeint, aber... Aber? Naja, er hat gesagt, seine Schwester wäre deswegen ziemlich aufgewühlt, weil die ganzen Gefühle wieder hochkommen. Deswegen war die vorhin so ziemlich angespannt. Naja, der Punkt ist, sie haben sich eigentlich schon mit der Situation abgefunden und diese ganze Detektivnummer, die wirbelt jetzt alles wieder auf. Die wollen gar nicht nach ihrem Vater suchen? Im Moment auf jeden Fall nicht. Tja, das hätten die mir doch sagen können. Ich glaube, sie wollten dich nicht vom Kopf stoßen.
Aber vielleicht haben Sie auch erst gedacht, es wäre eine gute Idee und haben dann gemerkt, was es mit Ihnen macht. Naja, jedenfalls wäre es ja vielleicht besser, du sagst der Detektivin erstmal, sie soll die Ermittlungen einstellen. Also, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich hätte die Frau doch nie engagiert. Olivia? Hallo, Frau Beckendorf. Man hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Geht's um unseren Vater? Ja, ja. Aber ich wollte das ganz gerne mit dir und zusammen mit deinem Bruder besprechen. Elias, hast du mal einen Moment? Elias, du hattest ja mein Angebot, die erneute Suche nach eurem verschwundenen Vater zu finanzieren, angenommen. Aber ich habe den Eindruck, dass ihr das gar nicht wirklich wollt. Habe ich recht? Okay, also wenn ihr das möchtet, dann rufe ich die Detektivin an und sage ihr, sie soll die Nachforschung einstellen. Ja. Ja, das wäre uns lieber. Ja. Also es ist nicht so, als wüssten wir ihr Geschenk nicht zu schätzen, aber... Es ist einfach noch viel zu schmerzhaft für uns. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Ich habe euch überrumpelt. Es war völlig gedankenlos von mir. Nein, uns tut es leid. Sie haben sich die ganze Mühe umsonst gemacht. Gut, ich rufe die Detektivin an. Frau Beckendorf, das ist sehr einfühlsam von Ihnen. Ja, ich wünschte nur einfach, ich wäre das schon vorher gewesen. Ich wollte wirklich nur helfen. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Danke, Frau Beckendorf.